Du, mein Lieber, ich glaube, wir haben heute einen Nord drehend auf Nordostwind. Okay. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen angeschaut. Es gibt einen sehr guten Bock, der leider neben einer vielbefahrenen Landesstraße ist, und da haben sie erst vor einer Woche haben sie einen wirklich guten Bock zusammengeführt. Und ich habe ein bisschen eine Angst, dass jetzt in dieser ganzen Zeit der Einstandskämpfe, dass diesem Bock möglicherweise auch passieren kann. Eigentlich wäre das ein klassischer Prumpfbock, aber mit der Erfahrung des Kfz-Fallwildes, ich glaube, wir werden den heute angehen. Okay. Ist auch eigentlich ein durchaus passabler, Das ist ja ein wahrlich ein klassischer Jagdherrenbock. Ja, ein Erntebock. Ja. Ein Erntebock. Ganz ein genau. Erntebock. Also, du siehst da, wo das ist, wo er sich befindet. Und wir werden das, ich nehme mal an, von unten angehen, schauen, ob er irgendwo heraus steht. Es ist ja Feldmark da alles. Okay. Das heißt, das Korn ist ja vielleicht schenkelhoch. Also wir müssten zumindest Haupt und Träger sehen. Und wenn er dann da steht, dann pirschen wir an. Genau. Wenn man nicht platteln kann, oder ich hätte gerne den der Prumpft eigentlich versucht, aber das ist mir jetzt zu Aber gefährlich. das sind maximal 1, 2, 3 Felder, sehr schmale Felder, das heißt maximal 90 Meter zu der Straße. Ja, genau, 90 bis. Und da hat er seinen Einstand und da braucht nur ein junger Bock vorbeirennen und Genau, die der nimmt rennen. ihn mit dann Genauso war das mit dem anderen wirklich sehr, sehr guten Bock, und das muss ich dir ehrlich sagen, das brauchen wir nicht. das ist mir zu schade. Ja, genau. Na, super. Wollen wir das so machen? Das machen wir so. Perfekt. Super. Die Pirsch der beiden Freunde beginnt am Nachmittag. Für den Abend sind Regenfälle vorhergesagt. Zuerst wird der Hochstand in der Nähe des Einstandes aufgesucht, um einen Überblick über die Aktivitäten des Rehwildes zu bekommen. Jung oder Altschutz? Weißt du? Das war eine lustige Frage. Nein, so groß. Der nach hinten gebogene. Ein bisschen nach hinten gebogene 6 ist das. Ja. Die Jagdfreunde beobachten den Rehbock nun eine geraume Zeit und sehen, wie der Rehbock die zwischen den Feldern stehenden Büsche beäst. Hier zeigt sich deutlich, wie wertvoll solche Feldraine mit Büschen und Bäumen für das Wild sind. Aber nicht nur das, sie verhindern auch den Verbiss sowie Fegeschäden und dadurch Schaden für die Landwirte. Nachdem bereits kurz nach dem Aufbäumen Fuchs, Schmalreh und junger Rehbock in Anblick kamen, genossen die Freunde den angenehmen Frühlingsansitz. Gleich darauf zeigten sich 2 junge Böcke. Interessant, wenn man bedenkt, dass sie sich im Revier des Kapitalen aufhielten und jederzeit mit seinem Auftauchen rechnen mussten. Die Jäger merkten aber sofort, dass das Stärkere der beiden immer wieder in Richtung Graben verhoffte. Ein Anzeichen dafür, dass er dort schon des Öfteren unangenehme Bekanntschaft mit dem Einstandsbock gemacht hat. Wie geplant verließen die Jäger darauf den Ansitz und beschlossen, vorsichtig in einem großen Kreis in der Nähe des Einstandes den Bock zu suchen.
Die beiden Böcke merkten natürlich die Jäger und suchten das Weite. Die Pirsch geht weiter. Gleich hinter der Kuppe kommt ein junger Gabler in Anblick, bei dem der Abschuss aufgrund seiner späten Verfärbung sicherlich überlegenswert wäre. Doch heute gilt die Pirsch einem anderen Bock. Fegestellen deuten auf seine Anwesenheit hin. Eine starke Geiß, die den alten Bock über die letzten Jahre außerhalb der Brunft immer begleitete, zeigte sich. Die Sonne geht langsam unter und vom alten Bock ist noch nichts zu sehen. Die Geiß zieht auf die Jäger zu, die mitten am freien Feld hinter einer Rebhuhnschütte in Camouflagekleidung Deckung genommen haben. Im Verhalten der Geiß ist zu sehen, dass sie sehr wohl etwas merkt, aber nicht einschätzen kann, was hier nicht stimmt. Gut ist die riesige Spinne der Geiß zu erkennen. Reichlich Nahrung für ihre beiden Kitze. Hoffentlich ist auch diesmal ein Nachkomme des alten Bockes dabei. Ist eine der beiden vielleicht auch ein Sohn des Kapitalen? Schwierig zu sagen, aber die nächsten Jahre werden zeigen, ob einer seiner Söhne den Einstand übernehmen wird. Und plötzlich zog der Kapitale vom Kornfeld auf den Weg und erstarrte zu einer Säule. Minutenlang stand er da, ohne eine Bewegung. Die Geiß, die noch immer im Kleefeld stand, vermittelte ihm aber offensichtlich Sicherheit. Er äugte aber auch in Richtung Geiß. Bewegungslos verfolgte er die Geiß und überlegte offensichtlich, ob er ihr wie gewohnt auch diesmal auf den wohlschmeckenden Klee folgen sollte. Doch da ist etwas, was ihn offensichtlich stört. Er äugt wieder direkt in Richtung der Jäger, lässt sie keine Sekunde aus den Augen. Sekunden werden zu Stunden, nur keine falsche Bewegung, solange er die Jäger fixiert. Dieses Verhalten unterscheidet alte von jungen Stücken, egal ob Bock oder Geiß. Die Lebenserfahrung hat sie schlau gemacht. Doch dann entscheidet sich der Alte doch, der Geiß zur Esung zu folgen. Das Fadenkreuz der Kipplaufbüchse hat das Blatt des Bockes bereits erfasst und folgt ihm, solange bis der Schuss bricht. Aufgrund des bevorstehenden Regens beginnt kurz darauf die Nachsuche. Ja, super. Super.
professioneller Schuss. So geht es. Wahnsinn. Scheiß Corona. Komm, wir lassen dich umarmen. Schaut an diesen Rebbock an. Und jetzt setzt der Regen ein. Genau. Genau so. Ja. Kante. So. Kann ich nicht genug satt sehen, weil das ist wirklich ein Erntebuck, so wie er im Buch steht. Toll, toller Bock. Ähnlich, also aus meiner Sicht ein Lebensbock aus zwei Gründen. Erstens einmal wegen dem Alter, weil das wirklich ein kapitaler Bock war in der Blüte seines Lebens mit 4, 5 Jahren. Und durch das Alter jetzt die ganze Masse unten ist in den Rosen, die Rosenstöcke gewaltig. Und was sehr interessant ist bei dem Rehbock, dass der Träger im Alter jetzt wieder total schlank wurde. Und ich glaube, das Erlebnis, das wir beide heute hatten, muss ich sagen, fast wollten wir schon nach Hause gehen. Und plötzlich sehe ich den Rehbock, wie er durch das Feld draufkommt. Ja, und das andere haben wir am Film. Und Mein lieber Freund, kräftiges mein lieber Freund, ich als Jagdherr danke dir natürlich viele, viele Male. Wir haben diesen Rehbock nicht nur in einem sehr wilden Szenario jetzt erlegen dürfen, wir haben ihn ja auch, ich sage, extrem aufbereitet. Das heißt, wir haben sehr genau seine Einstände angeschaut. Wir wussten genau, wo er geht. Das war eine sehr schwierige Stelle, ausgesprochen schwierige Stelle. Du weißt, es macht mir Riesenspaß, mit dir zu jagen. Ich freue mich ganz besonders, dass du bei meinen, sicher einen meiner besten Böcke und vor allem einen heimischen Ja, Bock, richtig. einen heimischen Bock, der viel Hegearbeit Ja. erfordert hat, Ja. den wir stehen gelassen haben, Genau. bis er eben das reife Alter hatte und dann als Erntebock Erntebock, genau. erlegen durften und das mit einem schwierigen, aber extra sauber Schuss. Ja. Die Hunde haben den Bock dann, die 30 Fluchten, die er noch gemacht hat, wunderbar nachsuchen dürfen. Auch das war ein gutes Erlebnis für junge Hunde, du weißt es. Und das ist für dich eine ganz große Sache. Ich freue mich, ich sage Weidmanns Dank, mein Lieber, auf viele, viele noch Jagderlebnisse Viele, und viele schöne Jahre. Stunden, Ja, genau. die wir in dem Revier verbringen dürfen. Weidmanns Heil. Ja, liebe Freunde, jetzt schauen wir uns den Rehbock von gestern noch einmal genau an. Da haben wir das Kiefer, die Vorderzähne sind komplett abgeschliffen, da ist fast nichts mehr da. Und dann schauen wir uns das ganze Kiefer an. Ja, man sieht bis auf genau auf die Wurzeln heruntergeschliffen. Man sieht keine Kunden mehr, links wie rechts. Es ist ein uralter Rehbock. Auch beim Geweih ist es zu erkennen, beziehungsweise bei den Rosenstöcken. Gewaltige Rosenstöcke, komplett zu, die Stirnnaht. Wenn man da vorne ein bisschen reinschaut, erkennt man, dass die Nasenscheidewand praktisch bis ganz nach vor verknöchert ist. Nur mit der letzte Teil unten ist nicht verknöchert, aber das, bis dahin kommt es nicht. Ja, es ist ein wirklich uralter Rehbock, der hat schon enorm zurückgesetzt. Wir haben Fotos vom vorigen Jahr, wo er wesentlich höher noch war und hat vom vorigen Jahr auf heuer wirklich stark zurückgesetzt, aber dann natürlich die ganze Masse da in die Basis. Ja, mit einem Wort ein Jahrhundertbock. So einen Rehbock schießt man normal in der ungarischen Tiefebene und für Österreich
ein Kapitalbock. Ja, was ist die Konsequenz oder nicht Konsequenz, sondern was ist die Lehre aus diesen Rehbock? Wie man Rehböcke, starke Rehböcke, gut veranlagte Rehböcke wirklich ins Alter kommen lässt. Und da spreche ich nicht von 5, 6 Jahren, sondern so wie der Rehbock so an die 10 Jahre. Dann hat man eben am Ende Rehböcke da, über die man sich wirklich freuen kann. Und da ist der Ausdruck Lohn der Hege ja wirklich berechtigt. Hier nochmals ein Vergleich des Kapitalbocks mit einem für das Revier starken 4-jährigen Zukunftsbock, der dem Straßenverkehr, wie anfangs erwähnt, zum Opfer fiel. Nun der Vergleich mit einem gleichaltrigen Bock, der bei der Pirsch in Episode Nummer 8 gleich nach der Erlegung des Knöpflers in Anblick kam und der zu Beginn der Schusszeit der Mehrjährigen vom Revierpächter erlegt wurde. Zum Schluss noch der Vergleich mit einem 6-jährigen Bock, der bisher zu den besten im Revier erlegten Böcke zählte.